Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gute Neuigkeiten für euch, denn wir haben News, die darauf hindeuten, dass wir bald ein neues Update zu Assassin's Creed Valhalla bekommen, wo sogar ein neuer großer Inhalt rauskommt. Ich vermute mal das Meteor DLC tatsächlich schon, aber schauen wir mal. Ihr seht ja, auf diesem Kanal bekommt ihr neben den News auch noch Guides, Lore und auch einen Adventskalender zu Assassin's Creed. Dementsprechend checkt den Adventskalender mal ab, da gibt es viele schöne Sachen zu gewinnen. Keys, Tassen, Hoodies, Figuren, schaut da gerne mal vorbei und sonst, wenn euch dieser Content hier gefällt, lasst gerne ein Abo da und den Dränger-Daumen nach oben. Aber jetzt legen wir los mit dem Thema. Ich muss ja wirklich sagen, momentan ist ja in Valhalla ein wirkliches Loch. Es gibt nicht so viele Themen, die man abdecken könnte, beziehungsweise die einen motivieren, wieder ins Spiel zu kommen. Die Mastery Challenges sind vorbei, die Tombs of the Fallen sind vorbei und jetzt schleicht sich so langsam doch so diese, ja, Winterträgheit ein. Und obwohl im Grunde das Jubiläum von Ubisoft schon gefeiert wurde, nicht Assassin's Creed Valhalla, ja, das auch natürlich klar, ist ja die Luft so ein bisschen raus. Und da hat PlayStation Game Size gestern eine Kleinigkeit, ja, gepostet, nämlich um 20 Uhr. Da wurde gepostet, Assassin's Creed Valhalla Update 1.041 added to Database. Ihr wisst ja, immer im Schnitt eine Woche vorher hat PlayStation Game Size in der Vergangenheit die Dinge vorher angekündigt, also quasi er hat es gepostet und eine Woche nach dem Post, meistens vielleicht auch mal eine Woche und 2 Tage, kam dann das wirkliche Update. Das heißt also 1.4.1 kommt bald, Leute, ja, und ich hätte vermutet vorher, dass das Ganze in dieser Woche kommt, also ich hätte vermutet, dass das Ganze, ja, heute kommt am 7. Dezember bzw. 9. Dezember. Das ist natürlich nicht eingetroffen, das ist klar. Dementsprechend muss das ja nächste Woche kommen. Nächste Woche ist dann der 13. bzw. 15. Dezember und da wird das Update kommen. Entweder am 13. oder am 15. Die Frage ist jedoch, weil ich hätte vermutet, dass, sage ich mal, Anfang Dezember das Update kommt und dann halt eine Woche später bzw. 2 Wochen später der neue Content kommt. Ich hatte vermutet, das DLC, das Meteor DLC. Dann ist die Frage jetzt tatsächlich, okay, was wird da kommen? Ja, es wurde auch in den Kommentaren bei Twitter die Frage gestellt, wie groß das Update denn ist und er meinte halt erst sich nicht sicher, die Overall Game Size wurde verkleinert, also die Gesamtgröße des Spiels wurde verkleinert. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie ein kleiner Patch ist, sondern da wurde ein bisschen was überarbeitet und vielleicht sogar minimiert und komprimiert, was dazu geführt hat oder dazu führen könnte, dass es eben jetzt eine geringere Spieldatei ist. Mehr weiß er da aber nicht oder möchte vielleicht auch nicht posten, um eventuelle Strikes auf Twitter zu entgehen, weil im Grunde, ja, wir haben nichts, kein Trailer, gar nichts, wir haben keine Informationen, wir haben nur Leaks zu dem Meteor DLC und wir haben Leaks zu dem Cassandra DLC mit der Isle of Skye im Norden von England. Und ich vermute, eine von diesen beiden Sachen wird am 13. Dezember kommen. Ja, wir müssen tatsächlich dann gucken, was. Doch was meint ihr, was wird nächste Woche erscheinen? Ja, das Dawn of Ragnarok DLC, so wurde es ja in den Leaks genannt, oder dieses Cassandra DLC. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer am Ende von euch recht hatte. Das ist mal wieder ein kleines News-Video von mir. Gönnt euch den Adventskalender, ich lege es euch ans Herz. Wirklich, ihr habt eine hohe Chance, da schöne Sachen zu gewinnen. Wirklich, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Origins kommt, Ezio Keys wurden verlost, ein Hoodie von Valhalla wurde verlost, auch mit kleiner Unterstützung von Ubisoft. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Also lohnt sich wirklich. Chibi-Figuren, ja, im Hintergrund seht ihr so ein paar Chibi-Figuren von mir vielleicht, ja. Schöne Dinge und auch eine limitierte Shao Jun Mentors Guild Figur, die auf 320 Stück weltweit limitiert ist. Die wird es bald geben, auch hier im Adventskalender. Deswegen schaut da gerne rein. Und das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich bei euch. Das Abo habt ihr gedrückt, das weiß ich. Und die Glocke habt ihr auch aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.